Hallo zusammen. Da sich in meinem Leben gerade viel abseits der Modellbauwerkstatt tut, komme ich nicht so viel zum Basteln, aber ich dachte mir, ich halte euch einfach ein bisschen bei Laune mit ein paar Kit-Reviews. Ich habe ein paar schöne Bausätze in letzter Zeit gekauft und ja, die stelle ich euch nach und nach mal vor. Ich verspreche aber auch, dass es bald wieder mal was Fertiges zum Sehen gibt. Aber natürlich kann ich mich da nicht festlegen. Das ist einfach, wie es die Zeit mir erlaubt. So kann ich halt basteln. Heute zeige ich euch von Hobbyboss den ungarischen leichten Panzer 38M Toldi 1 in 1:35. Ja, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Also die ungarische Sprache ist ja ein bisschen eigenartig. Also weiß nicht, ob das Toldi ausgesprochen wird oder nicht. Vielleicht kann mir ja da jemand einen Tipp geben in der Kommentarleiste. Ja, der Bausatz ist relativ neu und ja, etwas zwiespältig, wie ihr bald sehen werdet. Also, schauen wir mal rein und sehen uns die Teile an. Hier der Bauplan. Man wird hier gleich ins kalte Wasser geworfen mit Sicherheitshinweisen, Zeichenerklärung und ja, ein Diagramm mit allen Gießästen und dann der Bau. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass man hier keine ausführliche Historie zum echten Fahrzeug sehen kann. Das wäre relativ interessant, weil ja, ich persönlich bin jetzt mit der ungarischen Panzerwaffe im Zweiten Weltkrieg nicht so vertraut und da hätten mir jetzt ein paar Hintergrundinfos auch geholfen. Einfach rein Interesse halber. Aber ja, kann man sicherlich bei Wikipedia auch rausfinden. Ja, schön dargestellt, übersichtlich. Erinnert mich ein bisschen an Trompeter. Ja, schön auch, dass nicht immer so viele Teile pro Bauschritt montiert werden. Dann verliert man auch nicht die Übersicht. Ja, wie ihr seht, die Ketten sind Einzelgliederketten. Da kommen wir aber nur drauf zu sprechen. Ja, schöne große Darstellungen. Ihr seht, braucht man kein Vergrößerungsglas. Also auch für die Leute, für die älteren Herrschaften hier tun sich das sicherlich auch leichter. Ja, hier kommen ein Haufen Foto-Ads-Teile zum Einsatz. Ja, recht viel Sisyphus-Arbeit. Ja, also der Bauplan gefällt mir. Sehr hübsch, ausführlich, deutlich, so wie es sich gehört. Ja. Als Bemalungsanleitung liegt hier so ein zusätzlicher Zettel bei mit Farbdruck. Es wird nur eine Variante vorgeschlagen, aber nicht näher definiert. Ja, welche Einheit, welcher Zeitraum und so weiter. Also, soweit ich weiß, wurde der Toldi 1 ja hauptsächlich in den frühen Kriegsjahren eingesetzt. Ich denke mal auch, dass die Tarnung da so zupasst. Für 1941 zum Beispiel. Hier unten hat es eine kleine Farbtabelle. Bezieht sich auf Mr. Hobby, Vallejo, Model March, der Tamiya und Humbrol. Die Abziehbilder machen einen guten Eindruck. Ich denke, die sind gut brauchbar. Nicht überragend, aber bestimmt. Ja, kann man gut verwenden. Mit ein bisschen Weichmacher und so. Gibt bestimmt ein gutes Ergebnis. Hier die Foto-Ads-Teile. Ja, eigentlich nur das Nötigste, wie hier zum Beispiel dieses Gitter oder diese interessante Antenne auf dem Turmdach, dieser Kringel. Ja, das passt so.
Das Einzige, was mir nur auffällt, ist, dass diese Metallstreifen sehr dick ist, was das Biegen sicherlich erschwert. Und ja, das hätte man vielleicht ein bisschen dünner ausführen können, wie man das vielleicht von Dragon oder auch den etablierten Foto-Edge-Teilherstellern wie Aber oder so kennt. Aber im Großen und Ganzen doch recht nützliches Edge-Teil-Set, was hier beiliegt. Hier die ganzen Gießäste. Ihr seht, das sind eigentlich relativ viel für so ein kleines Fahrzeug. Vor allem hier der Berg Ketten ist doch recht einschüchternd. Seht hier einmal die Oberwanne und die Unterwanne als Einzelteil bei. Ja, nicht übel. Was ein bisschen fehlt, ist vielleicht die Stahlstruktur. Aber ja, da kann man sicherlich Abhilfe schaffen mit dieser Mr. Surface Grundierung, die ein bisschen so Textur der ganzen Sache verleiht. Oder man schleift vielleicht ein bisschen an mit Sandpapier. Ja, macht einen guten Eindruck. Es ist auch nicht verzogen oder so. Eigentlich ganz passabel. Der Turm liegt auch als separates Teil bei. Ja, sieht ganz gut aus. Interessant wäre natürlich die Option mit diesen seitlichen Luken zum Öffnen. Das ist hier leider nicht möglich, außer man sägt es raus. Was ich mir aber relativ schwierig vorstelle hier. Aber davon abgesehen, ja. Einwandfrei. Also ihr seht auch recht filigrane Teile und kein Flash in Sicht. Diese Gießast liegt zweimal bei mit dem Fahrwerk. Ja, doch. Macht einen guten Eindruck. Sicherlich schön zum Bauen. Ja, die Nietendetails hier an den Rädern sind auch recht gut wiedergegeben. Nicht so verschwommen, wie das oft der Fall ist. Oh ja, da ganz filigrane Teile. Da muss man aufpassen, dass sie nicht beschädigt werden. Ich muss dazu sagen, dass natürlich alle Gießäste Folie eingeschweißt waren und auch an dieser kritischen Stelle war ein bisschen Schaumstoff in der Tüte, um das zu schützen. Und das hat auch was gebracht, denn es ist immer noch ganz, wie ihr seht. Also bis jetzt auf jeden Fall hervorragend und ich sehe hier keinerlei gröbere Kritikpunkte. So, jetzt zu den Ketten. Seht, das sind hier lauter so kleine Gießäste. Ja, schön gegossen, sehr filigran. Und das ist auch mein Kritikpunkt. Wahrscheinlich sind diese Kettenglieder einfach zu filigran. Ihr seht 4 Verbindungen zum Gießast pro Kettenglied. Also das herauszuschneiden, ohne dass viele Teile zu Bruch kriegen, ist wirklich eine Kunst für sich, nehme ich an. Da lobe ich mir halt von Dragon die Magic Tracks, die sind einfach schon ausgelöst in so einem Beutel, die muss man nämlich wegschneiden, weil das ist wirklich die mühsamste Arbeit hier. Mit Detaillierung schön, aber das ist auf jeden Fall ein großes Manko.
Ein weiteres Manko, das ich im Moment noch nicht bestätigen kann, aber zumindest mal, ja, ich finde, es sollte gesagt werden, und zwar viele Leute, die das Modell schon gebaut haben, haben gesagt, toller Bausatz, allerdings machen die Ketten das Modell sehr zunichte, weil ja, es wird dadurch einfach beinahe unbaubar, denn die Kettenglieder passen nicht sonderlich gut zusammen. Ja, könnt ihr ja denken, dass es dann aussieht wie bei die Hottentotten, wenn die Kettenglieder nicht richtig verbunden werden können. Ich weiß noch nicht, ich muss es selber mal ausprobieren, aber wenn es sehr viele Leute sagen, dass die Ketten unbaubar sind und das will was heißen, dann ist da sicherlich was dran. Also ich möchte ja bloß mal die Warnung aussprechen, dass das auf jeden Fall gut möglich ist. Ich weiß noch nicht, wann ich das Modell baue, aber sicherlich in naher Zukunft, und ja, ich werde schon nicht die Nerven verlieren. Also ist vielleicht keine schlechte Idee, wenn man im Falle eines Falles sich nach Aftermarket-Produkten umsieht, zum Beispiel Friolketten aus Weißmetall oder dergleichen. Das sollte eigentlich gut funktionieren. Aber jetzt ist es wirklich höllisch, alle einzelnen Kettenglieder hier auszuschneiden. Und wenn sie dann auch nicht passen, ich glaube, das ist dann wirklich frustrierend. Also hoffen wir mal das Beste. Der Bausatz kostet im Laden so zwischen 22 und 28 Euro. Und ich finde, das ist eigentlich ein guter Preis. Für das, was ich gesehen habe, wirklich tolle Detaillierung, guter Guss. Ober- und Unterwanne passen auch sehr gut aufeinander. Also kein Verzug vorhanden. Was mir allerdings Angst macht, sind diese wüsten, ja, ich möchte jetzt mal vorläufig sagen, Gerüchte über die Ketten des Bausatzes. Und ich muss sagen, allein schon, dass man die alle rausschneiden muss, mit 4 Verbindungen zum Gießasch pro Kettenglied, ja, da kommen schon mal ein paar tausend Verbindungen zusammen wahrscheinlich, die alle sauber abgeschnitten und versäubert werden müssen. Also das ist schon eine Sache, ja, kostet Nerven, und ja, ob das wirklich sein muss, naja, Detaillierung ist halt schön, aber ja, teuer gekauft, möchte ich sagen. Ich hoffe da mal, dass die Ketten wenigstens zusammenpassen, und wenn nicht, dann weiß ich auch noch nicht, was ich mache. Muss ich mir vielleicht nach Alternativen umsehen. Also, soweit ich das beurteilen kann, ist der Bausatz auf jeden Fall empfehlenswert, zumal es einfach ein interessantes Vorbild ist. Ungarische Panzermodelle findet man ja eher selten, und ich finde, der sieht auch wirklich ziemlich cool aus, vor allem mit dieser Antenne, das hat irgendwie was. Ja, und ich freue mich schon drauf, den zu bauen und hoffentlich auch gut abschließen zu können. Dann danke fürs Reinschauen und ja, viel Spaß beim Basteln. Euer Hamilcar Barkas.